Mein Name ist Martina Feirer, die Kollegin Frankel ist da hinten, hat mich begleitet. Wir zwei sind von unserem Büro Projektleiter für das Projekt in der Seestadt Aspern, nämlich das Greenhouse, das, wie schon erwähnt, das Ziel hat, das erste Nullenergie-Studentenheim weltweit zu werden oder vielleicht sogar ein Plusenergie-Studentenheim. Ja, zur Historie ein bisschen. Also ich freue mich, dass der Vorredner schon so viel über Passivhaus und Technik erklärt hat, das kann ich mir jetzt alles sparen. Das kommt meiner kurzen Präsentation sehr entgegen. Ja, zur Situation, wie wir zu diesem Projekt gekommen sind. Also wir sind auch in der Idee Passivhaus, wir kennen den Herrn Magister Jelischka vom ÖAD schon recht lange und er ist auf uns zugekommen, ob wir bei einem Wettbewerb mitmachen wollen für ein Architektenfindungsverfahren. Das konnten wir für uns entscheiden und sind dann gemeinsam mit ihm und mit zwei weiteren Heimträgern in den Bauträgerwettbewerb in der Seestadt Aspern für das Bauforschung D5B gegangen, für eben ein Studentenheim für 300 Studierende, die es die Mutter vorgesehen hat. Zur Seestadt Aspern auf den ehemaligen Flugfeld in Aspern. In der Mitte gibt es eine Zone, die freigehalten wird mit dem See, der den Namen gibt, dem ganzen Areal, erschlossen von einer Ringstraße rundherum. Und unser Grundstück, rot markiert, liegt sehr prominent, nämlich an dieser Ringstraße und der Geschäftsstraße gegenüber des Stadthauses, also ein sehr prominenter Bauplatz dort. Ja, zu den Hand- und Personen. Die Heimbetreiber, die an uns herangetreten sind und in diesen Bauträgerwettbewerb gegangen sind, waren eben der ÖAD, der, wie schon erwähnt, das Projekt schon initiiert hat, 2007 gemeint hat, es wäre so schön, wenn es zur EM 2008 schon fertig wäre, das Projekt ist sich nicht ganz ausgegangen, hat sich dann eben Partner gesucht, weil das Projekt relativ groß war und er gemeint hat, 300 Zimmer, das würde er gerne aufteilen auf mehrere Betreiber und so ist er herangetreten an die Untervereinigung der Privatangestellten, die auch die Richter sein werden dieses Projektes. Und die Jungarbeiter, die Betreiber vor Ort sein werden und das auch sozusagen vom System her in ihren Heimen immer so haben, dass es einen Heimleiter vor Ort gibt und das Heim sozusagen direkt betreut. Ja, da sieht man das Grundstück ein bisschen größer ausgezeichnet. Blockrandbebauung war gefordert, um diese Raumkanten am Ring und an der Geschäftsstraße zu definieren. Hinten ist eine Wohnstraße, da durften wir aufmachen, da haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, in den Hof hineingehen zu können. Auch wir haben den Flächenbildungsplan unter Anführungszeichen ausgehebelt. Der hätte vorgesehen, eben eine bestimmte prozentuelle Bebauung auf diesen zwei geteilten Flächen und wir hätten ein E bauen müssen mit ganz schmalen, langen Baukörpern, was natürlich dem Passivhaus nicht sehr zugute kommt. Und auch die Möglichkeit der Nutzung einer großen Freifläche im Hof, was natürlich ein qualitätsfähiges Studentenheim verunmöglicht hätte dort. Und unser Entwurf für den Wettbewerb hat eben dann wirklich nur eine Randbebauung vorgesehen und auch wieder mit Flächentausch, dass es sich genau halt ausgeht, argumentiert, dass man sozusagen abtauscht die Flächen. Ja, zur nächsten Folie. Ja, wie sind wir an dieses Thema herangegangen? Studentenheim, unsere eigene Studentenzeit war schon ein Weilchen her. Eine Kollegin von uns war im Studentenheim, wie gesagt, was liegt näher, wir fragen die im Studentenheim wohnen und haben Studenten zusätzlich zu denen, die auch bei unserem Büro immer wieder gearbeitet haben, zu uns ins Büro geholt und mit denen einfach einen Diskurs geführt, was ist denn wichtig, wenn man im Studentenheim wohnt, was sind die Dinge, die im täglichen Leben schön sind im Studentenheim, aber die auch sehr auf den Nerv gehen können. Und da haben sich einige Dinge herauskristallisiert, also dass Einzelzimmer, zumindest ein eigenes Bad, schon eine schöne Sache wäre. Und ein wichtiges Erlebnis im Studentenheim wirklich das gemeinsame Wohnen, diese Gemeinschaft, ausreichende Gemeinschaftsräume, das war immer wieder ein Thema, das sich durchgezogen hat. Und auch im Zusammenhang mit der Seestadt Aspern haben wir die Frage gestellt, gibt es ein Argument dafür oder dagegen, dass man sich da eine Stadt anbietet als Studierender?
Da ist die Erschließung genannt worden, dass eigentlich die U2, wenn ihr dann mal rausfährt, in einer halben Stunde bei allen Unis ist, dass also da die Anbindung relativ gut ist und schon von vielen Studierenden, vor allem aus den Bundesländern gekommen ist, naja, wenn ich da draußen den See habe und im Grünen bin, also das ist schon ansprechend. Im Gegensatz zu innerstädtischen Heimen, wo ich halt irgendwie diese Angebote nicht gleich vor der Haustür habe. Ja, als zweites haben wir zum Thema Energieeffizienz, weil uns klar war, also im Passivhaus bei meinem Magister Jährlichkeit war klar. Aber natürlich gibt es da Entwicklungen, die in den 10 Jahren, die sozusagen seit dem ersten Studentenheim, das errichtet hat, stattgefunden haben. Und also wir holen uns da die Experten ins Büro, das ist der Andreas Nordhoff aus Köln, der uns da beraten hat. Und wir haben einfach so alle Möglichkeiten ausgelotet, die es in der Seestadt gibt oder die angeboten wurden. Die Geothermie ist uns leider während des Planungsprozesses abhandengekommen da draußen, aber im Prinzip, was sozusagen im Studentenheim die Energieverbräuche sind, wo man optimieren kann, und haben da sozusagen im Vorfeld Brainstorming gemacht. Das nächste Bild. Ja, natürlich sind wir nach Aspern hinausgefahren, haben uns das angeschaut, wo das dann stehen wird, ist momentan noch nicht sehr viel zu sehen, große grüne Wiese. Die Grabungen, die dort stattfinden, sind noch keine Bauproben gewesen, sondern das waren archäologische Ausgrabungen, nachdem das Kriegsschauplatz war, und ist auch einiges gefunden worden, aber auch aus der Jungsteinzeit, also da sind Sondierungsgrabungen auch bei den Baufeldern dann vorgeschrieben, und werden wir sehen, ob wir es finden. Das nächste bitte. Ja, dann haben wir begonnen, uns eben mit dem Grundstück auseinanderzusetzen und Baukörperstudien zu machen. Da habe ich meinen Kindern die Knetmasse entwendet und wir sind einen Nachmittag gesessen und haben Scheiben geschnitten und geschichtet und angeordnet. Hat auch Spaß gemacht. Ja, das letzte Bild, auch wieder Kollege. Wir sind einfach in Studentenheime gefahren, haben mit Betreibern geredet, haben vor allem auch mit den Betreibern vor Ort, mit den Hausmeistern geredet, wie bewähren sich denn die Dinge, was ist auszuschließen und gar gesetzlich zu pflegen und was sozusagen wird angenommen von Studenten. Das nächste. Zur Konzeption selber. Also wir hatten dort 3 Heimbetreiber und haben gesagt, was sind denn da draußen die Energieträger? Es gibt 3 Energieträger, wie schon gesprochen, die Geothermie ist uns leider auch angekommen, aber es ist eigentlich die Sonne, die Sonnenenergie, die Photovoltaik, wo von vornherein klar war, dass das in irgendeiner Art und Weise eingebunden werden soll in das Projekt. Die Luft mit der Wärmerückgewinnung, dass ich die Wärme aus der Luft wieder zurückhole, und die Erde eben mit der Geothermie. Und das verbindende Element draußen in der Seestadt ist das Wasser, der See. Und das haben wir sozusagen dann den verbindenden Gemeinschaftsräumen zugeordnet, dieses Element. Und wenn das draufklickt, umgesetzt haben wir das eben in 3 Baukörpern, die verbunden sind durch relativ transparente Stiegenhäuser und die sozusagen jetzt einem Heimbetreiber zugeordnet sind. Auch das war ein Entwurfsprozess, wo zuerst die Frage war, ist das überhaupt gewünscht, dass die Häuser den Betreibern zugeordnet werden, den Einzelnen, oder soll das eine Durchmischung sein? Jeder kann sozusagen in jedem Haus oder an jeder Stelle des Hauses ein Zimmer an einen Studenten vergeben, aber da hat sich dann der Wunsch rauskristallisiert, dass es so sein soll, dass auch die Studenten ablesbar erleben sollen, wo ihr Haus ist und wo sie sozusagen zugehörig sind, und auch die Einheit so von 100 Studenten und die Grenze ist, wo ich sage, da schaffe ich noch eine Art Hausgemeinschaft und Zugehörigkeitsgefühl zu so einem Bauteil. Ja, man sieht da die geschlossene Kante am Ring. Die Sockelzone haben wir vor allem im Bereich des Studentenheimes aufgelöst und transparent gestaltet. Das sind dann Gemeinschaftsräume wie Musikübungsräume, Fitnessraum ist hier in diesem Bereich angeordnet, oder hier der Waschsalon, den wir sehr prominent gleich neben den Eingang gelegt haben, weil wir gesagt haben, da spielt sich immer was ab, da trifft man sich, da muss man möglicherweise auch ein bisschen warten. Das ist sozusagen die Möglichkeit zur Kommunikation und zum Treffen. Wir haben auch den Waschsalon zugeordnet, so eine Art Lobby, wo man sitzen kann, wo es vielleicht mal eine Kaffeemaschine geben wird und wo man sich ein bisschen treffen und austauschen kann.
Ja, da sieht man es nochmal, wie das umgesetzt worden ist. An der Geschäftsstraße und diesem Bauteil sind unten noch drinnen Geschäftslokale, die werden betrieben da draußen von einer Betreibergesellschaft. Da wird darauf geschaut in der Seestadt Aspern, was ich von meiner Seite her sehr gut finde, dass da die Geschäfte nicht, wer am meisten zahlt, kriegt die beste Lage, sondern dass es aufgeteilt wird und geschaut wird, was für ein Bedarf wird denn da sein in diesem Stadtviertel, in diesem neuen. Und wir haben jetzt einen Friseur und die Ecke wird die Bankfiliale, genau. Ja, da sieht man eben diesen Eingangsbereich mit in der Mitte ein bisschen hervorgehoben, den Eingang ins Foyer. Wir graben im ersten Obergeschoss aus, das war erwünscht, um diesen Boulevard und diesen Gehsteig noch zu verbreitern, und wir haben dadurch die Möglichkeit gewonnen, da vorne auf unserem eigenen Grund eine Begegnungszone zu schaffen und das sozusagen zu möblieren und auch da noch die Möglichkeit zu machen, vorzusehen, dass man sich zusammensetzen kann für Fahrradständer und Ähnliches und das Ganze zum Teil gut überdeckt, dass ich sage, ich kann noch mal im Regen kurz das Rad rausstehen lassen. Ja, der umgebaute Innenhof, das war uns sehr wichtig, dass dieser Innenhof freigehalten wird. Wir haben einen kleinen Kniff angewendet, um das Kellergeschoss zu belichten. Das ist auch ein wichtiges Thema, auch im Hinblick auf das Nullenergiehaus haben wir uns auch bemüht, die Energie für Beleuchtung möglichst zu reduzieren und möglichst alles mit Tageslicht zu belichten und haben in diesem Bereich, man sieht, dass das mittlere Element ist ausgebildet wie eine Brücke, einen Streifen am Gebäude selber abgesenkt und den großen Gemeinschaftsraum, der sich im ersten Untergeschoss befindet, Fenster nach außen zu geben und die Möglichkeit zu geben, dass man das auch heraußen nützen kann. Diesen kleinen Streifen, die sogenannte blaue Wand haben wir das genannt, so ein bisschen wie einen Fluss, der den Hof vom Gebäude trennt. Und das gibt die Möglichkeit, dass dieser Raum eben nicht nur für Partys des Nächtens genützt wird, sondern vielleicht auch für Yogakurse oder ähnliche Veranstaltungen genützt werden kann. Und mit Tageslicht ist es natürlich wesentlich ansprechender. Ja, kurz zur Konzeption nochmal. Vom Grundriss her, hier sieht man, da sind die Geschäftslokale angeordnet. Da hier nochmal eingelagert ist eine Wohngemeinschaft, die ganz behindertengerecht ausgebildet ist. Also wir haben unser gesamtes Haus so ausgelegt, dass alle Räume und alle Wohneinheiten barrierefrei erreichbar sind. Der Großteil der Einheiten auch innen von den Bädern her, von der Schnitte her barrierefrei ist. Das einzige Hindernis sind immer diese 50 cm, die man anfahren muss an der Türe mit einem Rollstuhl. Das haben wir aus Optimierungsgründen nicht überall geschafft, aber wir haben uns bemüht, das überall umzusetzen. Aber diese Einheiten da unten haben einen barrierefreien Ausgang hinaus in den Hof, einen Freiraum außen, sind sozusagen auch vom Fluchtweg her, von der Feuerwehr, die haben das sehr begrüßt, ebenerdig und kommen sozusagen gleich hinaus. Und wird auch von der gesamten Ausstattung vom Hof angefangen bis vor allem komplett ausgestattet werden. Ja, dann da sieht man eben diese zwei Stiegenhäuser sehr transparent gehalten, dass auch der Blick und die Durchlässigkeit hinein in den Innenhof gegeben ist. Und der mittlere Bereich mit den Gemeinschaftsräumen, es ist hier zum Blanc-Banche, ich bin da zu klein, da ist eine Verwaltungseinheit angeordnet, sonst ist der gesamte vordere Bereich zum Ring eine Gemeinschaftsflächen für die Studenten und hinten sind Nebenbereiche angeordnet, die halt zur Versorgung notwendig sind, wie Müllraum und ähnliches. Und leider haben wir eine Garageneinfahrt, weil wenn man aufs nächste Bild geht und man sitzt auf dem Schnitt. Wir haben da draußen den Joker gezogen mit einer zweigeschossigen Tiefgarage, weil es gibt Sammelgaragen da draußen. Davon ist eine unter unserem Grundstück, obwohl das Studentenheim selber, das braucht 19 Stellplätze oder 20 Stellplätze sind jetzt, also nicht so viele, aber wir bauen sozusagen für die umliegenden Baufelder die Stellplätze mit. Das macht das ganze Projekt für uns ein bisschen spannend, weil wir später juriert wurden, als alle anderen Baufelder aber gleichzeitig fertig sein mussten. Also das erhöht jetzt noch ein bisschen so den Zeitdruck, weil natürlich die alle sagen, die Stellplätze muss es geben, wenn wir fertig sind. Wenn wir weitergehen.
Ja, dann nochmal kurz zur Funktionalität und unter die Tiefgarage das nächste. Drüber geschlichtet sieht man da Lagerräume, ein Multifunktionalraum, der den Studenten zugeordnet ist, ein großer Bereich, der der Haustechnik zugeordnet ist. Wir haben eine zentrale Lüftungsanlage vorgesehen. Sollte es in Richtung Nullenergiehaus gehen, kriegen wir 2 Lüftungsgeräte, 2 Rotationswärmetauscher, die sehr hocheffizient arbeiten. Unsere Lüftungsanlage wird bedarfsgesteuert sein, das heißt, wir kriegen Präsenzmelder in den Zimmern. Das hat den Vorteil, dass, weil sich Studenten ja nicht überall gleichzeitig in jedem Raum aufhalten können, naturgemäß, die Lüftungsmengen sehr individuell gesteuert werden können und einfach der Verbrauch der Luftmenge und des Stromes stark reduziert werden können. Das nächste bitte. Ja, dann drüber gesetzt, man sieht es da in Zartgrün, das, was dem Bauteil Wasser sozusagen zugeordnet ist, die Gemeinschaftsbereiche, vorne in Grau die externen Bereiche, hinten, also wir haben 2 Hauptstiegen und hinten sozusagen, um innerhalb dieser 40 Meter Fluchtweg zu bleiben, noch 2 Fluchtstiegenhäuser, die dann gleichzeitig auch hinunter in die unteren 2 Geschosse die Garagen schließen, dass das komplett getrennt ist, also vom Studentenheim. Das nächste bitte. Ja, und dann sieht man eben, da sind die 3 Baukörper den jeweiligen Heimbetreibern zugeordnet, wobei die Bettenanzahl nicht mehr ganz stimmt. Wir sind noch in der Planung, alles ist im Plus. Momentan sind es jetzt 317 Betten, also es ist ein bisschen mehr geworden. Also weiter geht. Genau, also so steht das jetzt da. Hier an der Geschäftsstraße und an der Ringstraße diese geschlossene Raumkante, die durchlässigen Stiegenhäuser, zu den Stiegenhäusern zugeordnet und dedizierter Wunsch war von den Betreibern, dass die Zimmer keine Freibereiche und keine Balkone haben sollen, weil es immer Probleme gibt mit den Anrainern, dass Sachen runtergeschmissen werden, die nicht ganz widmungsgemäß verwendet werden. Diese Balkone haben wir gesagt, also auf das wollen wir nicht ganz verzichten, die Qualität auch in einem oberen Geschoss vor das Gebäude treten zu können und einen Freibereich zu haben. Auch wenn es einen großen Garten gibt, wollen wir den Studenten geben und haben an dieses Stiegenhaus, an dieses Transparente angedockt, gartenseitig und hofseitig Lodgen. Die straßenseitig haben sie schon ihre Mieten weg, also straßenseitig werden es die Raucherbalkone und hofseitig hoffen wir, da sind sie größer ausgebildet, dass sie schon auch mehr zur Begegnungszone werden und sich dort die Studenten auch dann treffen werden. Das nächste bitte. Ja, dann zu den Zimmergrundrissen, man sieht eben, der Wunsch war auch von den Betreibern her, das hat sich eigentlich gedeckt mit dem, was die Studenten gesagt haben vorher bei unserem Treffen, dass sie also wenn es geht, 100% Einzelzimmer haben wollen. Das ist sich natürlich naturgemäß nicht ausgegangen, wenn man so einen geknickten Baukörper hat, gibt es Ecken, wo man sagt, okay, da ist es mit Doppelzimmern oder Wohngemeinschaften besser gelöst. Haben wir den Typus Einzelzimmer eben entwickelt, dieses Schrägstellen. Der Badezimmerwand bringt eben den Vorteil, dass ich bei relativ kompakten Grundriss diese 1,50 Meter Wendekreis hineinbringe in diesen Gangbereich und man sieht dass sozusagen der Knackpunkt immer dann diese Schmalstänge bei der Eingangstür ist, diese 50 cm Einfahrtsbreite nicht überall möglich sind. Ja, eben am Grundriss sieht man also sehr viele Einzelzimmer, zum Teil gibt es dann eben da an den Köpfen des Gebäudes, ähnlich wie bei Kollegen, größere Wohneinheiten und wir haben dann dazwischen gelegt immer noch sogenannte Dubletten, um die Möglichkeit zu haben, den Gang auch ein bisschen zu erweitern und aufzumachen. Und auch wir haben, obwohl wir dann diese 2 Stiegenhäuser eingefügt haben, das Grundstück ist bei uns 84 Meter lang, also noch ein bisschen länger, haben wir, um das zu unterbrechen, auch hier so Lichtschächte eingefügt. Uns hat die Feuerwehr leider, sind sie uns nicht so entgegengekommen, also wir müssen jedes zweite Geschoss komplett zumachen mit Brandschutzverglasung und auch noch in den Geschossen, die offen sind, dann noch umwehren mit Brandschutzverglasung. Jetzt ist der Effekt möglicherweise nicht ganz so durchschlagend wie bei Ihrem Projekt, dass das Licht bis ganz hinuntergeht ins Erdgeschoss. Wir haben aber da in der Mitte und im Bauteil Erde, im oberen Bauteil relativ große Lichtöffnungen und hoffen doch, dass das dazu beitragen wird, dass diese Gänge einfach einmal aufmachen und es eine belichtete Fläche in diesem Gang gibt. Wenn man weitergeht.
Ja, zum Haustechnikkonzept. Passivhaus, gedämmte Hülle. Der Kollege hat schon erwähnt, was alles notwendig ist. Kompaktes Gebäude haben wir Gott sei Dank auch. Photovoltaik ist vorgesehen. Es ist eine 300 Kilowatt Peak, sind wir knapp dran. Also da sind wir noch am Optimieren, was wir noch aufs Dach kriegen und am Schlichten. Das heißt, wir decken den Energieverbrauch des Studentenheims mit einer großen Photovoltaikanlage am Dach. Es wird hoffentlich auch eine Rückspeicherung geben, das heißt, es gibt in einem Garagengeschoss unten einen großen Akkumulator, der für 3 Tage, wenn ich richtig bin, das Studentenheim versorgen soll. Ja, die Deckung der Restwärmebedarf aus Geothermie ist leider nur die normale Fernwärme geworden. Auch wir haben ein wassergeführtes System mit Radiatoren vorgesehen. Allerdings senken wir, um die Wärmeverluste zu minimieren, die vorlaufende Rücklauftemperatur stark ab. Das heißt, unsere Heizkörper werden wieder größer. Das heißt, wir haben eigentlich sehr konventionelle Heizkörper in den Zimmern, die aber weniger Wärme abgeben, weil einfach die Temperaturen geringer sind, mit denen wir fahren. Ja, beim Rotationswärmetauschen habe ich bereits erwähnt. Ein großes Thema ist auch der Wasserverbrauch, also der Warmwasserverbrauch für die Studentenheimen ist nicht ohne. Die werden ähnlich wie bei Hotels, wird morgens geduscht und abends geduscht und zwischendurch auch nochmal. Und das heißt, wir werden versuchen, mit wassersparenden Armaturen das ein bisschen zu reduzieren. Es gibt Armaturen, die man sozusagen überdrehen muss, damit warmes Wasser kommt, vor allem auch fürs Schnellwasser nehmen und so. Also das hat sich bei anderen Projekten schon bewährt. Ja, das Rückhalten von Regenwasser durch die Dachbegrünung ist ein eigenes Thema. Also es ist vorgeschrieben, dass da draußen 60% der Dachflächen begrünt sein sollen. Das schlägt sich oder beißt sich ein bisschen mit der Photovoltaik, die komplett über das ganze Dach stehen soll. Die haben wir jetzt abgehoben mit einer speziellen Konstruktion, damit sozusagen drunter die extensive Begrünung durchgehen kann und beides erfüllt werden kann. Ja, und ein großes Thema ist der Stromverbrauch sozusagen insgesamt. Das heißt, es wird das Gebäude ausgestattet in allen Bereichen, wo das Licht länger brennt, mit einer LED-Beleuchtung. Und wir haben das Büro Schöberl und Pöll an Bord als Bauphysiker und der stehende Satz ist bei ihm Zero Standby. Das heißt, jedes Gerät, das eingebaut wird, wird abgeklopft drauf, ob es auch im ausgeschalteten Zustand noch irgendwie Strom bezieht. Man sollte gar nicht glauben, was sozusagen auch in der Haustechnik bei Umweltpumpen und Ähnlichem an Energie hineinfließt. Und wenn man sich in einen Bereich bewegt, wo das schon ohnehin schon alles sehr gering und minimiert ist, macht dann auch sozusagen eine kleine Pumpe, die nicht läuft, schon einiges aus. Und da wird optimiert fleißig. Ja, der Stand der Dinge. Wir haben vor kurzem die Einreichung abgegeben, haben jetzt die Ausschreibung hinausgeschickt und haben die Dinge, die da kommen werden. Der Baubeginn ist voraussichtlich im Juli. Das Foto ist vom Nachbargrundstück. Unser Grundstück, wenn Sie es noch in Erinnerung haben, ist ein geteiltes, also ein geteiltes Baufeld. Und auf G5a am Nachbargrundstück wird schon gebaggert. Da war ich vor 2 Wochen draußen. Die Eröffnung soll September 2015 sein, 10 Jahre nach Ihrem Projekt, werden wir sehen, ob wir die Innovationen auch alle umsetzen können, die wir uns wünschen und planen. Wir sind da draußen einem großen Zeitdruck oder einem großen Kostendruck ausgesetzt und hoffen, dass wir das so umsetzen können. Ja, noch die letzte Folie zu den beteiligten Personen, das ganze Team. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Team, das möchte ich nochmal betonen, wir arbeiten sehr gut zusammen. Nochmal die Bauträger sind eben die Bau GmbH, die mit an Bord gekommen sind, eben auch als Bauträger und auch die ganzen Haustechniker. Man sieht das dann erst, wenn es sozusagen wirklich hart auf hart geht und alles drunter und drüber geht in der Einreichphase und man innerhalb von 10 Minuten Entscheidungen braucht, ob das dann wirklich gut funktioniert, ob das läuft sehr gut und wir sind guten Mutes, dass wir das auch in den Zeitrahmen unterbringen. Ja, und ich möchte mich bedanken, da oben sehen Sie das ganze aap-Team, also nicht nur das 2, wir sind zu 6. Ich bedanke mich. Ja.